Rudi Frey wurde 1941 in Salzburg geboren. Er hat seine Jugend hier verbracht, hat dann aber sehr bald Salzburg verlassen und ist nie mehr länger zurückgekommen. Er hat das typische Leben eines Fotografen, eines Medieninteressierten, eines Models geführt, das ihn zuerst nach Paris geführt hat, wo er eben als Model gearbeitet hat. Dann war er Assistent von verschiedenen Fotografen in London, unter anderem bei David Bailey. Er hat selbst Filme gemacht, bis er schließlich Anfang der 1970er Jahre nach Mailand gegangen ist und kurze Zeit darauf Reporter für das amerikanische Time Magazine geworden ist und sich in Rom fest niedergelassen hat. Er hat dann 25 aufregende Jahre von den 1970er bis in die 1990er Jahre als Time-Reporter gearbeitet und ist aber in Rom auch relativ früh, 2014, gestorben. Sein Leben war deswegen sehr typisch für einen Fotografen dieser Zeit, weil es sozusagen die letzte Hochburg der Fotografie war, wo Fotografie noch ganz aktuell berichten konnte, wo sie noch oft wichtiger war wie das viel behäbigere Film und Fernsehen. Und dementsprechend war er auch sehr international unterwegs. Er hat längere Jahre in Russland gearbeitet. Er hat 2 Jahre lang das Entstehen der Solidarność-Bewegung in Polen mitverfolgt, hat wunderbare private Aufnahmen von Lech Wałęsa machen können, hat dazwischen unterschiedlichste Arbeiten in allen Teilen der Welt gemacht, hat immer wieder den Papst auf Reisen begleitet und wahrscheinlich eines seiner letzten Aufträge war als Fotograf eben des Time Magazins im Zweiten Irakkrieg, den man auch den Desert Storm genannt hat, wo er sozusagen als embedded, also als in die Truppen eingebetteter Fotograf fotografiert hat und da vermutlich, ganz genau wissen wir es nicht, sich Krankheiten geholt hat, das sogenannte Golfkriegssyndrom. Und danach hat er eigentlich kaum mehr gearbeitet und ist eben, wie gesagt, 2014 verstorben. Hier in der Galerie Fotohof versuchen wir dieses bunte, damals vielfältige, auch glamouröse, aber vielleicht auch tragische Leben von Rudi Frey zu würdigen und gleichzeitig seine Arbeit darzustellen. Wir haben einen Aufbau gewählt, wo man in der Mitte der Ausstellung zahllose Bilder sieht, wie sich Rudi Frey selbst inszeniert hat, wie er sich selbst fotografiert hat, Bilder, die er gesammelt hat, wie ihn Menschen bei der Arbeit fotografiert haben. Und das ist eigentlich fast eines der wichtigsten Teile der Ausstellung, weil hier dieses Selbstbild des Fotografen ganz sichtbar wird. Und für diejenigen, die den Film von Antonioni kennen, Blow Up, also einen Film über einen Fotografen und über dessen Suche nach der Wahrheit, die werden sich in der Gestik, in seinem Aussehen, in seinen Posen sofort an diesen Film erinnern, wenn sie die Fotos von Rudi Frey sehen. Und deswegen denken wir auch, dass er sich selbst so stilisiert hat, sich selbst so empfunden hat und tatsächlich dieses Leben geführt hat. Und es ist vielleicht ganz spannend zu sehen, dass es hier einen Übergang zwischen dem, was Antonioni fiktional im Film gemacht hat und dem, was die Wahrheit war, gegeben hat. Und ich glaube, würde man nicht wissen, dass David Bailey sozusagen das Modell für Antonioni war, könnte man genauso denken, Rudi Frey war es. Aber nicht minder interessant sind dann an den Wänden der Galerie Ausschnitte aus seiner Arbeit zu sehen. Wir haben das sehr selektiv ausgewählt. Es gibt eben Bilder eben aus Polen, aus Russland. Es gibt Serien, die er im heute noch umkämpften Bereich der Kurden zwischen türkischen und syrischen Grenzgebiet fotografiert hat. Es gibt aber auch einige sehr frühe Schwarz-Weiß-Fotografien, die er wahrscheinlich in den frühen 1970er Jahren gemacht hat, wo er unter anderem in Eritrea den Bürgerkrieg fotografiert hat. Und diese Bilder weisen ihn tatsächlich als einen Fotografen aus, der auf der Höhe seiner Zeit war, der nicht nur die Medien bedient hat, sondern sich durchaus auch überlegt hat, Bilder vom
Alltagsleben der Menschen, Bilder, die dahinter sehen, hinter die Ereignisse, die er fotografiert hat. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, die noch zu entdecken sein wird. Und das eigentlich in doppeltem Sinne, denn wir haben dann gesehen, der Nachlass, den der Fotohof bekommen hat, ist also wahnsinnig umfangreich. Und diese Ausstellung ist eigentlich ein erster Einblick, ein erster Überblick. Und ich glaube, da wird noch für vielleicht sogar Generationen von interessierten Forschungsarbeit liegen, um diese Zeit der Hochblüte des Fotojournalismus aufzuarbeiten.